Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Xabi Alonso möchte Arda Güler zu seinem neuen Chelsea holen. Mikel Arteta möchte Arda Güler als Zehner bei Arsenal London. Pep Guardiola wollte Arda Güler bei Manchester City. Die Bayern wollen ihn etc. pp. Alle wollen Arda Güler. Und ich glaube denen das auch. Wer möchte so einen wunderbaren Spieler nicht haben? Doch, heute erkläre ich euch in diesem Video, warum Arda Güler unantastbar ist bei Real Madrid. Wir hören uns an, was Florentino Perez über Arda Güler gesagt hat. Selten genug, dass so etwas passiert. Dann habe ich aber für euch auch andere Informationen. Wir unterhalten uns über Franco Mastantuono, über einen Brief, den Enrique Riquelme geschrieben hat, ein paar andere Aussagen von Florentino Perez über Real Madrid Castilla. Also, es wird ein vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, und bevor wir zu dem spannenden Video kommen, zunächst einmal ein Anliegen in eigener Sache. Und zwar, Holy hat vorgestern etwas ganz Neues auf den Markt gebracht. Und zwar haben sie zum ersten Mal Cocktails in ihrem Sortiment. Und du kannst auswählen zwischen einem Mojito Marco, einem Capybara Colada, einem Caipirinha oder auch einem Daiquiri. Alles zurzeit bei Holy, nur noch bis zum 11.06. Also schlagt schnell zu, wenn ihr in diesen warmen Temperaturen mal einen netten Cocktail trinken wollt. Und das Beste an allem, ihr könnt entweder die Cocktails alleine bestellen, die Möglichkeit gibt es immer, aber ihr könnt auch einfach nur das Starter-Set bestellen, wenn ihr es wollt. Und zu diesem Starter-Set gibt es zurzeit alle 4 Cocktails dreimal gratis dazu. Das bedeutet, ihr zahlt zurzeit für 69 Päckchen Holy insgesamt sind es normalerweise 60 €, aber natürlich benutzt ihr hoffentlich meinen Code. Entweder ihr benutzt A la Madrid, dann kriegt ihr 10% auf die Bestellung, oder wenn ihr Neukunde seid, A la Madrid 5 und ihr kriegt 5 € auf die Bestellung. Das Ganze für 69 mal Holy Geschmack. Also damit unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal und es ist sehr lecker. Also viel Spaß mit den Cocktails. Und jetzt kommen wir zu Real Madrid Castilla. Ja Leute, der Tag ist gekommen. Heute spielt Real Madrid Castilla das Hinspiel im Playoff zum Aufstieg in die zweite Liga. In Spanien musst du 2 Playoffs am Stück gewinnen. Heute muss Real Madrid Castilla den Grundstein legen im Hinspiel gegen Sabadell. Man muss allerdings auch sagen, Sabadell ist Favorit. Die sind in ihrer Gruppe Zweiter geworden. Real Madrid Castilla mit Hängen und Würgen Fünfter. Ich habe euch ja berichtet, wie das Ganze geklappt hat. Heute um 21 Uhr im Alfredo Di Stefano das Hinspiel. Ich drücke den Jungs die Daumen, dass die ein gutes Ergebnis rausholen. Morgen im Video erfahrt ihr natürlich, wie das Spiel gegangen ist. Wir drücken die Daumen. Ich würde euch gerne sagen, wo das Spiel gezeigt wird. Allerdings kann ich es euch nur sagen, wo es hier in Spanien gezeigt wird. Aber es gibt ja im Internet Alternativen. So, Schluss jetzt. Wir drücken den Jungs heute die Daumen. Übrigens wird ein Riesenskandal daraus gemacht, dass ein Thiago Pitarch da mitspielen wird, obwohl er schon 14 Spiele diese Saison bei Real Madrid Castilla gemacht hat. Seltsamerweise, als ein gewisser Lamine Yamal damals Barca B geholfen hat, war das Ganze kein Problem. Das ist wieder ein anderes Thema. Das ist wieder die typische spanische Presse. Ja, was nichts mit der spanischen Presse zu tun hat, sondern mit seiner eigenen Leistung, ist, dass gestern die argentinische Nationalmannschaft ihre endgültige Liste bekannt gegeben hat und ein Franco Mastantuono es nicht auf diese Liste geschafft hat. Einige denken jetzt, ein 18-Jähriger fährt nicht zur WM, was soll's, aber der war, als er von River nach Madrid gewechselt ist, war es eigentlich ganz klar, dass er mit Argentinien zur WM fährt. Es hieß sogar, der wird irgendwann die 10 von Messi übernehmen etc. Aber diese rabenschwarze Saison hat ihre Spuren hinterlassen. Es sind jetzt einige in der Kabine von Real Madrid, die jetzt den Preis dafür bezahlen, was für ein Scheiß sie diese Saison zusammengespielt haben. Die anderen sogar teilweise schon seit 2 Saisons. Franco Mastantuono nehme ich in Schutz. Allgemein möchte ich Franco Mastantuono ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe es immer wieder gesagt, von all denen, die wirklich schlecht gespielt haben in dieser Saison, ist das der, den ich am meisten in Schutz nehmen möchte. Ich sage es immer wieder, der ist gerade 18 geworden. 2 Tage nach seinem 18. Geburtstag ist er nach Madrid geflogen. Der musste sich an eine andere Liga gewöhnen, an einen anderen Kontinent, anderes Essen, Trainingsmethoden, Trainer, Taktiken, alles Plätze etc., alles anders. Ja, und sogar ein Kylian Mbappé, der vorher schon Weltmeister geworden ist und in dem WM-Finale einen Hattrick geschossen hat, danach,
Der hat bei Madrid 3-4 Monate gebraucht, bis der angekommen ist. Viele haben gesagt, Mbappé ist der schlimmste Fehltransfer gewesen, wo der nichts getroffen hat. Danach hat er dann die Liga zerschossen. Jetzt ist er vielleicht ein Fehltransfer aus anderen Gründen, aber das hat nichts mit der ersten Saison zu tun. Wie gesagt, einen Franco Mastantuono nehme ich noch ein bisschen in Schutz. Ich bleibe aber trotzdem der Meinung, der Druck Real Madrid ist zu früh für diesen 18-jährigen Jungen gewesen. Das Beste, was er in seiner Karriere machen kann, lass dich ausleihen. Eine Saison, 2 Saisons, sammel irgendwo Minuten in einer Mannschaft, die schönen offensiven Fußball spielt, wo du auf deiner Position spielen kannst. Der ist nämlich eigentlich auch kein rechter Flügel, sondern eher offensives Mittelfeld. Ja, und dann schauen wir mal weiter, vielleicht in 2 Jahren zurück nach Real Madrid und dann der Durchbruch. Dann mit Sicherheit auch bei der nächsten WM in Argentinien mit dabei. Trotzdem ist das wahrscheinlich für Franco Mastantuono ja eine traurige Nachricht. Ich hoffe einfach, wie gesagt, er fängt Fuß und dann ist er bei den nächsten Turnieren für Argentinien garantiert wieder dabei. Ja, kommen wir jetzt zunächst einmal zu einem der beiden Präsidentschaftskandidaten. Ich hatte euch nämlich gestern den Clip gezeigt, wo Florentino Pérez schon relativ hart auf Enrique Riquelme draufgehauen hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Und Enrique Riquelme hat ein offizielles Statement abgegeben, wo er auf Florentino Pérez geantwortet hat. Hören wir uns das zusammen einmal an. Real Madrid verdient weit mehr als Lärm, Lügen, eigennützige Gerüchte und Verleumdungskampagnen unter den Madrid-Fans, die dieselbe Liebe zum Verein teilen und die niemals dazu benutzt werden sollte, die Demokratie bei Real Madrid einzuschränken. In den letzten Stunden mussten wir leider mit ansehen, wie Herr Florentino Pérez und Personen aus seinem engsten Umfeld persönliche Angriffe und Spannungen anstelle einer ruhigen, sachlichen Debatte wählten, die der größten Sportinstitution der Welt würdig ist. Herr Florentino Pérez verbreitete Informationen, die völlig und kategorisch falsch sind und stützte sich dabei auf Veröffentlichungen, für die sich das Medienunternehmen selbst bei dieser Kandidatur entschuldigt und die es bereits korrigiert hat, da es falsche und voreingenommene Informationen erhalten hatte. Tatsächlich wurde die betreffende Operation mit einer Unternehmensanleihe im Wert von 2 Milliarden US-Dollar auf dem US-Markt zu 7,25% finanziert und stellt mit einer Nachfrage von 8 Milliarden US-Dollar einen Meilenstein in der Geschichte der Anleiheemissionen in Lateinamerika dar. Die Haltung und die Methoden von Florentino Pérez sind inakzeptabel, da er die Integrität und Legitimität unserer Kandidatur in Frage stellt, obwohl diese vom Wahlausschuss gemäß den Statuten und Wahlregeln des Clubs für gültig erklärt wurde. Die Kandidatur wird von Enrique Riquelme geleitet, ist direkt durch sein persönliches Vermögen abgesichert und wurde vom Wahlausschuss bestätigt. Jegliche Andeutung bezüglich Personen mit Verbindungen sollten von Florentino Pérez selbst nach 20 Jahren an der Macht beantwortet werden, einschließlich einer detaillierten Erklärung zur Verwicklung seiner Familie und Freunde in die Vereinsführung und das Netzwerk der Vermittler. Während des von Florentino Pérez erwähnten Zeitraums in Bezug auf Ramón Calderón war Enrique Riquelme 15 Jahre alt. Das einzige Mitglied unserer Kandidatur, das diese Zeit miterlebt hat, ist Herr Antonio Medina. Herr Pérez verschweigt jedoch, dass Herr Medina bis letzte Woche auch Mitglied des Vorstandes der Real Madrid Stiftung war und zurücktrat, um sich unserer Kandidatur anzuschließen. Unser Team umfasst außerdem Juan Mendoza, Sohn von Präsidenten Ramón Mendoza, der im Vorstand von Herrn Calderón saß und nach 3 Monaten aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Calderón zurücktrat. Es ist falsch, dass die Hinterfragung von Florentinos Entscheidungen ein Angriff auf Real Madrid sei. Es handelt sich um eine demokratische und satzungsmäßige Übung, die die Institution stärkt und den Mitgliedern, den wahren Eigentümern des Vereins, eine Stimme zurückgibt. Es ist inakzeptabel, dass die Zweifel der Mitglieder an den Geschäftspraktiken des Vereins und den Beziehungen bestimmter Mitglieder des Präsidiums, wie beispielsweise Herrn Anas Lagari, dessen Einfluss auf strategische Operationen und auf dubiose Wirtschaftsakteure, die mit Real Madrid und den Verantwortlichen des FC Barcelona verbunden sind, gegenüber den Mitgliedern, die zu vollständiger Transparenz und Klärung verpflichtet sind, unterdrückt oder lächerlich gemacht werden. Daher laden wir Herrn Pérez formell zu einer öffentlichen Anhörung ein und einer Fernsehdebatte, in der beide Kandidaten Fragen beantworten und sich transparent mit Ideen zum Vereinsmodell, den Projekten und den undurchsichtigen Machenschaften eines Teils seines Teams und deren Verflechtung in den Geschäften von Real Madrid auseinandersetzen können. Die Mitglieder haben ein Recht darauf, die Wahrheit über die Vorgänge im Verein zu erfahren.
und Entscheidungen auf der Grundlage vollständiger Informationen, institutioneller Achtung und Transparenz treffen zu können. Denn auch wenn sich die Zeiten ändern, müssen Real Madrid und seine Werte stets über jedem Einzelnen stehen. Ja, also, das war ein harter Gegenschlag von Enrique Riquelme auf die Aussagen von Florentino Perez. Er sagt ganz klar, dass er mit der Kandidatur von dem Calderón überhaupt nichts zu tun hat. Er sagt, er war 15. Die einzigen Mitglieder, die da mit Calderón was zu tun hatten, waren 2. Einer hatte sich damals mit Calderón nach 3 Monaten verstritten und war weg. Und der andere war selber bei Florentino Perez in irgendeiner Satzung da noch Mitglied etc. Also er weist da sämtliche Vorwürfe zurück. Er sagt auch selber, er war da 15. Dann sagt er auch, dass dieser Kredit mit den 54% gelogen ist und dass Bloomberg das schon klargestellt hätte. Und zu guter Letzt sagt er auch nochmal, es kann nicht wahr sein, dass wir als lächerlich dargestellt werden, nur weil wir wissen wollen, was macht Anas Lagrari, wie ist er Socio geworden, was für Rechte hat er bei Real Madrid. Dass wir als Mitglieder diese Fragen stellen, ist Demokratie. So, das ist also die Antwort von einem Enrique Riquelme auf Florentino Perez. Er möchte auch, dass es eine öffentliche Debatte gibt. Ja, ich wollte oder fand es nur fair, wenn ich auf diesem Kanal sowohl den Angriff von Florentino Perez als auch die Antwort von Enrique Riquelme zeige. Ändert nichts an meiner Meinung. Ich sehe trotzdem einen Florentino Perez klar vorne. Vor allem, wie gesagt, bei mir bleibt immer noch der Hauptgrund, was ein Florentino Perez erreicht hat. Und vor allem bleibt der Hauptgrund bei mir auch, dass ein Florentino Perez weiter klar macht, beim Fall Negreira wird er bis zum Schluss gehen. Gestern aus einem Interview von Enrique Riquelme könnte man schließen, dass er mit diesem Fall nichts mehr zu tun haben möchte. Aber bevor ich Gerüchte streue etc., möchte ich mir nochmal den gesamten Kontext anschauen. Der ist öffentlich noch nicht zugänglich. Sobald ich das habe, erfahrt ihr das natürlich wie immer auf diesem Kanal. Ja, also das ist die Aktualität um die Präsidentschaftskandidatur. Und jetzt mischen sich ein paar Themen, denn jetzt komme ich auch zu einem Video, was öffentlich gar nicht so einfach zu erreichen ist, nämlich das gesamte Interview von Arda Güler für TRT Sport. Ich habe aber schon sehr viele Einzelteile mir überall zusammengesammelt und übersetzt. Ich glaube, ich habe schon 10 oder 11 Minuten an übersetzten Videomaterial für euch. Aber zunächst einmal soll es mir heute um was anderes gehen. Ein Stück aus dem Interview habe ich genommen. Aber fangen wir erstmal damit an, dass es überall die Information gibt. Gestern kam es schon wieder, Xabi Alonso möchte Arda Güler für Chelsea. Und ich habe euch schon mal in meinem Kanal was dazu gesagt, dass die besten Mannschaften der Welt Arda Güler wollen. Den Spieler, der mit 21 Jahren die meisten Torchancen in La Liga und in der Champions League kreiert haben. Wen wundert das? Der Junge, der in München in der Allianz Arena im Viertelfinale der Champions League 2 wunderbare Tore gemacht hat. Dann, wo die ganze Welt auf ihn geschaut hat, wo der Druck am größten war. Wen wundert das an? Der Junge, der die Türkei mit in die WM geführt hat nach 24 Jahren. Wen wundert es? Es ist normal, dass die größten Mannschaften der Welt Arda Güler haben wollen. Aber Arda Güler hat eins immer klar gemacht: Er möchte bei Real Madrid sein. Ich habe euch letztens das Video gezeigt, wo er, als Carvajal gesagt hat, das Größte, was es auf der Welt gibt, ist bei Real Madrid zu spielen, wo der da so genickt hat. Ja, und es kommt noch dazu, dass ein Arda Güler gesagt hat in diesem Interview, ich lese euch jetzt mal nur die Stelle durch, weil davon habe ich das Video tatsächlich noch nicht. Arda Güler, ich habe mich riesig gefreut, als Florentino Perez eines Tages zu mir kam und sagte: Du bist einer der besten Spieler in dieser Mannschaft. So etwas von ihm zu hören, war eine große Ehre. Ich mag ihn sehr. Ja, und dieses Ich mag ihn sehr beruht auf Gegenseitigkeit. Denn wir wissen alle, ein Florentino Perez, hier und da nimmt er mal die Mannschaft in Empfang. Und Florentino Perez, den kann man lesen, was das angeht, wie ein offenes Buch. Man sieht ganz genau, bei welchem Spieler er immer nur so die Hand gibt oder so halb nur grüßt und bei welchem Spieler der immer den nochmal nimmt, ihm nochmal über den Kopf streichelt oder mit ihm nochmal 2, 3 Worte wechseln möchte. Und ich lasse das mal so parallel laufen. Also, sobald ein Arda Güler in der Nähe von Florentino Perez ist, nimmt er den immer nochmal, streichelt den oder sagt oder redet noch 2, 3 Worte mit ihm. Ja, und Florentino Perez hat es gestern noch einmal gesteigert. Er hat ihm nicht nur gesagt, du bist einer der besten Spieler in dieser Mannschaft. Deshalb vermischen sich jetzt die Themen. Denn ich zeige euch jetzt einen Extrakt aus dem Interview gestern von Florentino Perez. Da wird er gefragt zu seiner Negreira-Geschichte, da wird er zu einigen Themen bei Real Madrid gefragt, unter anderem zu Spielern und zum Trainer.
zu José Mourinho, so geht das Ganze nämlich los. Aber achtet mal darauf, der Journalist legt einem Florentino Perez 3 Namen in den Mund. Er sagt zu ihm, also sind Kylian Mbappé, Vini und Bellingham die Zukunft von Real Madrid. Diese 3 Namen wurden ihm also schon vorgegeben. Ja, und achtet mal auf die Antwort von Florentino Perez und achtet mal auf den ersten Namen, den er dann nennt, wenn er nicht auf diese 3 Namen antwortet. Also welcher Name ihm unterbewusst als erster eingefallen ist. Wissen Sie schon, wer der Trainer von Real Madrid sein wird? Nun, ich denke darüber nach, ja. Sie haben bestimmt schon einen Namen. Sogar 2. Der Name José Mourinho fällt sehr oft. Nun ja, er ist eindeutig ein guter Trainer. Aber Sie werden es noch nicht bekannt geben. Nein, ich werde es nicht bekannt geben, weil ich habe noch nicht mit Mourinho gesprochen. Wird Vinicius verlängern? Könnte sein? Sein Vertrag läuft aus, aber meiner Meinung nach sollte er bei Real bleiben, da er einer der weltbesten Spieler ist. Mbappé, Vinicius und Bellingham sind gemeinsam die Zukunft von Madrid. Aber schauen Sie, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, Fede Valverde, Tchouaméni, das sind die besten Spieler, die es auf der Welt gibt. Die Leute wissen, dass ich immer die besten Spieler der Welt verpflichten werde. Ein guter Trainer wird all diese Spieler eine sehr wichtige Phase in der Zukunft erleben lassen. Ihre Haltung im Fall Negreira ist bekannt. Sehr, sehr entschieden. Da gehe ich bis zum Äußersten. Wer glaubt, dass ich das vergessen habe, irrt sich. Ich gehe bis zum Äußersten. Ich werde dieses Wochenende extra zum Finale der Champions League fahren. Mich hat der Präsident der UEFA eingeladen und ich werde ihm mitteilen, dass ich ihm, sobald diese Wahlkampagne vorbei ist, ein Dossier übergeben werde, das wir in 3 Jahren ausgearbeitet haben. Wenn es alle gesehen haben, die es sehen müssen, ist das der größte Korruptionsfall in der Geschichte des Fußballs. Aber schauen wir mal. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, Fede Valverde, Tchouaméni, das sind die besten Spieler der Welt. Aber warum sollte ich sie rausnehmen? Und wer? Nur weil es einige gibt, die sagen, dass sie ihnen nicht gefallen? Schauen Sie, ein guter Trainer wird all diese Spieler dazu bringen, eine sehr wichtige Phase in ihrer Zukunft zu erleben. Ja, ganz genau. Er sagt Mbappé, Vini, Bellingham, Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, die anderen nennt er dann auch, sind die besten Fußballer der Welt. Und ich werde die nicht abgeben, nur weil irgendeiner sagt, ich mag die nicht. Im Gegenteil, ein guter Trainer wird aus dieser Mannschaft etwas Unglaubliches bilden und wieder Erfolg nach Real Madrid bringen. Die werden eine Generation prägen. Ja, und da sieht man nicht nur, dass er zu Arda sagt, du bist einer der Besten in dieser Kabine oder dass der Arda immer, wenn er kann, in den Arm nimmt. Nein, der sagt jetzt auch in den Interviews, der erste Name, der ihm spontan einfällt, ist Arda Güler. Die anderen natürlich auch, sind die besten Fußballer der Welt. Also, für diejenigen, die in Zukunft lesen, City, Arsenal, Chelsea, Bayern, die Weltauswahl, wer auch immer möchte Arda Güler. Ihr seht, was unser Präsident zu Arda Güler sagt und Arda Güler ist unantastbar. Und mich freut es riesig. Ganz ehrlich, ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das freut. Ja, wie dem auch sei. Ich wollte viele von euch beruhigen, viele auf den neuesten Stand bringen. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst dieses Video bitte mit einem Like unterstützen. Was habe ich da gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Kommentiert dieses Video, hypt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte klickt drauf, unterstützt den Kanal ungemein. Und wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. Allah!